Bei mir ist Harald Beres von Etenea. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier zu sein. Mischfonds sind in den letzten Jahren zu einer ganz wichtigen Assetklasse geworden. Aber gerade das vergangene Jahr war auch für aktienlastige Mischfonds wie den Aetna Dynamisch sicherlich ein sehr schwieriges Umfeld. Wie sieht der Investmentprozess aus bei Etenea für den Aetna Dynamisch? Wie geht man mit solchen herausfordernden Marktphasen um? Wir benutzen im Aetna Dynamisch schon seit Jahren den gleichen Ansatz. Das ist eine Mischung zwischen einem Top-Down- und einem Bottom-Up-Ansatz. Mittels des Top-Down-Ansatzes allokieren wir unsere 3 Asset-Bausteine, in der Regel Aktien, Renten und Cash, je nach gewichtet nach Attraktivität. Mittels Bottom-Up-Ansatz filtern wir etwa 30 bis 40 Einzelaktien. Der Fonds kann weltweit anlegen, hat also ein sehr großes Anlageuniversum zur Verfügung. In der Regel sind die 30 bis 40 Aktien gleichgewichtet. Das ist für uns ein idealer Kompromiss zwischen vernünftiger Diversifizierung und der Konzentration aufs Wesentliche. Darüber hinaus setzt der Fonds Put-Optionen ein. Die Put-Optionen dienen zum Schutz des Anlegevermögens. In starken Rückschlägen wie beispielsweise 2015, 2016 oder auch jüngst im 4. Quartal 2018 schützen diese Put-Optionen das Fondsvermögen vor zu großen Verlusten. Jetzt mit Blick auf das gerade begonnene Jahr 2019, wo sehen Sie da die besonderen Chancen für eine attraktive Wertentwicklung? Also für uns bleiben auch 2019 Aktien die Renditequelle Nummer 1 im Fonds. Wir können ja bis zu 70% in Aktien investieren. Die Korrektur, die wir teilweise im 4. Quartal gesehen haben, war heftig, hat aber die Bewertungen wieder normalisiert. Das heißt, Amerika bewegt sich in etwa auf dem langfristigen Mittel. Europa und Asien bewegen sich teilweise unterhalb des langfristigen Mittels. Die Zinsen sind im 4. Quartal stark zurückgekommen, was Aktien relativ zu den Zinspapieren wieder sehr attraktiv macht. Und wir sehen da eigentlich große Chancen, in 2019 vernünftige Investitionen tätigen zu können. Kommen wir mal ein bisschen zu den Risiken 2019. Welche Herausforderungen erwarten Sie in diesem Jahr? Also die Konflikte, die wir 2018 gesehen haben, werden sich in 2019 so schnell nicht auflösen. Da ist zum einen der Handelskonflikt zwischen China und den USA. Die Europäer werden sich weiterhin mit dem Brexit beschäftigen müssen. Für beides gibt es aktuell keine Lösung. Das zweite wäre der lange Wirtschaftszyklus. Kann dieser Zyklus nach 10 Jahren nochmals die Kraft aufbringen, im Spätherbst einer Karriere die Börsen nochmals so zu stimulieren, dass sie zu neuen Höchstkursen laufen können? Wie managen Sie diese Risiken ganz konkret im Aetna Dynamisch? Wir versuchen bei Etenea die Risiken auf allen 3 Ebenen zu managen. Zum ersten wäre die taktische und strategische Asset Allocation. Zum zweiten sind da 30 bis 40 sehr sorgfältig ausgewählte Einzeltitel. Und drittens eine permanente Absicherung durch Optionen. Und in Summe ergibt das ein sehr rundes Bild für die Anleger in Form von sehr niedrigen Risikokennziffern des Fonds. Sie haben ja im vergangenen Jahr eine hohe Barreserve gehalten und vergleichsweise wenig in Rentenpapiere investiert. Hohe Kassenquote, niedrige Rentenquote. Bleibt es in diesem Jahr so oder wird sich das voraussichtlich ändern? Wir würden die Kassenquote gerne reduzieren, aber lassen Sie mich gerade mal auf 2018 zurückkommen. Wir haben uns im Laufe des Jahres von fast allen Hochzinsanleihen getrennt, weil das Chance-Risiko-Verhältnis für uns unattraktiv war. Das war im Nachhinein noch eine goldrichtige Entscheidung, da im 4. Quartal es mächtig gerappelt hat in diesem Bereich. Also die Risikoaufschläge sind deutlich rausgelaufen. Dadurch haben wir auf der Anleihenseite fast nichts verloren. Wir sehen am Aktienmarkt 2019 große Chancen, würden bei entsprechenden Marktverwerfungen auch gerne zukaufen. Das wird die Kassenquote entsprechend entlasten. Am Rentenmarkt werden sich punktuelle Chancen ergeben, ähnlich wie in 2018, die wir auch gerne nutzen würden und planen in Summe die Kassenquote zu senken. Am Rentenmarkt sind wir aber nach wie vor aufgrund des Niedrigzinsniveaus vorsichtig unterwegs. Herr Beres, vielen Dank, dass Sie hier waren. Viel Erfolg. Vielen Dank auch von meiner Seite.